Wie du aus so einem Roastbeef so eine gepökelte, kalt geräucherte und luftgetrocknete Leckerei machen kannst, das zeige ich dir jetzt. Das Roastbeef befreien wir erst einmal von der dicken Fettschicht und auch von der darunter liegenden dünnen Silberhaut, weil das Nitrit-Pückelsalz gut einziehen muss. So sieht das Stück jetzt aus, das ich auf ein Blech gebe und von allen Seiten mit Nitrit-Pückelsalz einreibe. Wie viel NPS ich auf 1 Kilogramm Fleisch verwende, schreibe ich dir in die Videobeschreibung. Das NPS muss überall drankommen, in jeden Schlitz und in jede Ecke. Auf die Zugabe von etwas Zucker verzichte ich heute. Generell bin ich heute gewürztechnisch minimalistisch unterwegs, außer Pückelsalz und Pfeffer kommt heute nichts dazu. Mein Pfeffer ist etwas grober gemahlen, also doppelgriffig sozusagen. Jetzt gebe ich das Roastbeef in einen Vakuumbeutel, die Salz- und Pfefferreste auf dem Blech bitte mit in den Beutel reingeben und vakuumiere ihn und ab in den Kühlschrank. Man sagt pro Zentimeter Fleischdicke etwa einen Tag pökeln lassen. Ich lasse meine Fleischstücke meist etwas länger im Kühlschrank pökeln, in diesem Fall etwa 12 Tage. Jeden Tag wird das Roastbeef im Kühlschrank auf eine andere Seite gedreht. Nach 12 Tagen kommt das in Eigenlage bzw. im Vakuum gepökelte Roastbeef raus und wird von mir kurz im Wasser abgewaschen und getrocknet natürlich. Damit der Räucherrauch gut aufgenommen wird, muss die Oberfläche angenehm trocken sein. Dafür gebe ich das Roastbeef 1 bis 2 Tage nicht vakuumiert in den Kühlschrank, am besten hängend, wenn es geht. Hier habe ich Buchenmehl in den Sparbrand gegeben und ergänze das Ganze gleich mit Nelken und Wacholderbeeren, um Buchen-Wacholder-Nelkenrauch zu erzeugen. Mein Sparbrand bzw. die Schnecke braucht etwa 12 Stunden, bis sie komplett durchgebrannt ist. Dafür muss man sie aber erst einmal anzünden. Die kleine Flamme wird gleich verschwinden und dann kommt die Schnecke in den Räucherofen, der bei mir auf dem Balkon steht. Beim Kalträuchern entsteht so wenig Rauch, dass man ruhig räuchern kann, ohne dass die Nachbarn das bemerken oder sich beschweren. Das Fleisch könnt ihr natürlich auch aufhängen, statt es hinzulegen. Man muss nur darauf achten, dass nicht so viel Kondenswasser, so nenne ich das jetzt mal, sich draufsetzt. Nach den 12 Stunden Räuchern steche ich mir 2 passende Löcher in das Fleisch und hänge es im Keller auf. Wenn ihr weitere 12 Stunden räuchern wollt für einen noch intensiveren Rauchgeschmack, dann lasst es einen Tag im Keller hängen, am nächsten Tag wieder 12 Stunden räuchern und wieder im Keller aufhängen und somit die Lufttrocknung bzw. die Reifung beginnen. Nach 3 Tagen Abhängen im Keller stelle ich fest, dass die Oberfläche viel zu trocken geworden ist und innen drin viel zu weich ist. Die Feuchtigkeit kann nicht mehr gut entweichen, weil sich ein Trockenrand gebildet hat. Wenn ich jetzt nicht reagiere, könnte das Fleisch schimmeln. Daher nehme ich das Roastbeef aus dem Keller wieder mit hoch, vakuumiere es und stelle es in den Kühlschrank für 2 bis 3 Tage. Nach den 3 Tagen im Kühlschrank kann man genau hier die Feuchtigkeit sehen. Durch das Vakuumieren wurde der Trockenrand gelöst und die Oberfläche ist wieder feucht geworden. Jetzt kann das Fleisch wieder ausgepackt werden, gut abtupfen und die Reifung bzw. die Trocknung, die Lufttrocknung im Keller fortsetzen. Achtet bitte darauf, dass es schön kühl hängt und macht das Ganze bitte in den kalten Wintermonaten. Wenn das Fleisch mindestens 40% des ursprünglichen Gewichts verloren hat, dann ist es bei mir fertig und kommt wieder für 2 bis 3 Tage vakuumiert in den Kühlschrank, damit der Trockenrand sich wieder löst und das Mundgefühl beim Essen angenehmer ist. Über einen ganzen Monat habe ich für dieses tolle Roastbeef gebraucht. 2 Stückchen habe ich noch vakuumiert eingefroren, weil das für besondere Personen gedacht sind und den Rest habe ich an Freunde und Familie verteilt. Durch die zeitintensive Herstellung wird es zu etwas ganz Besonderem, das man sehr gut zu besonderen Anlässen weiter verschenken kann. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und abonniert mich.